Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, zieht euch warm an, würde ich sagen. Nicht nur wetterbedingt draußen, es schneit nämlich jetzt wieder, sondern auch deshalb. Ein Paket ist gekommen und zwar aus Hongkong. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja schon gar nicht mehr für möglich gehalten, was es ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, bevor ihr euch das Video weiter anschaut. Mich würde mal interessieren, was ihr denkt, was dieses Paket hier sein könnte. Ja, ich würde sagen, wir machen ein Unboxing und schauen mal rein, was da drin ist. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Los geht's! Ja, Freunde, und bevor es jetzt losgeht mit dem eigentlichen Unboxing, wollte ich mich mal noch ganz kurz bei der Firma hier bedanken. Ihr kennt die vielleicht von Ben's Gadgets Reviews. Der kauft da nämlich auch ab und zu mal. Trinity Electronic Company in Hongkong. Die haben mir nämlich das Paket, nachdem ich natürlich bezahlt habe, also kein Sponsoring, keine Specials, keine super duper hyper Rabatte oder irgendwas, also wieder vom eigenen Geld wie immer halt auch gekauft, aber die hatten wirklich einen super Service. Ich habe die damals angeschrieben und habe gesagt, hey, habt ihr da vielleicht eins da? Wie schaut's denn aus und so? Da war damals aber keins da. Und dann habe ich aber nochmal eine Info bekommen, hey, wir hätten jetzt 3 der letzten in Stock. Wie schaut's aus? Und habe dann entsprechend tatsächlich eins der letzten Fragezeichen Smartphones bestellt. Also ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen schon. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, bevor ihr das Video geschaut habt. Und vor allem auch, was euch für ein Smartphone noch interessieren würde oder welche Smartphones euch so in der nächsten Zeit interessieren, die ich vielleicht für euch auch wieder testen kann. So, genug geredet. Ich kann es kaum mehr abwarten, muss ich ehrlich sagen. Von daher legen wir jetzt los mit dem Unboxing. Ja, Freunde, hier ist das Paket und ich würde sagen, ich schiebe mal vorsichtig meinen Mate XT ein bisschen auf die Seite. Und wir schneiden das Ganze hier mal auf. Vorsichtig. Ja, nichts beschädigen. Ich glaube, das ist eh nochmal verpackt, so wie das ausschaut. Ja, das ist nochmal verpackt. Sehr gut. Ja, ich weiß, mit dem Cuttermesser umgehen, das soll gelernt sein. So, jawohl, die FedEx-Box. Und dann würde ich sagen, da ist ein Pull-Tab, sehr gut. Oh, ich freue mich schon. Freunde. Nochmal verpackt. Ja, vielleicht. Ja. Es schimmert schon durch, gell? Ich bin echt gespannt, hey. Jetzt kriege ich mein Grinsen immer raus. So, Freunde, die Stunde der Wahrheit. Tada! Das Samsung Galaxy C Trifold ist tatsächlich da. Produktion eingestellt mittlerweile. Und ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, muss ich ehrlich sagen. Es ist übrigens die südkoreanische Variante, das heißt die vollwertige mit eSIM und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, im Endeffekt mit allem drum und dran, was halt da noch so anfällt, waren es jetzt ja ein Ticken mehr wie in der USA, aber da würde ich ja auch noch Einfuhr, Zoll und Steuer und so weiter zahlen müssen. Von daher ist es ungefähr das gleiche, sage ich mal, wie wenn ich es in der USA jetzt bestellt hätte und mir rüberschiffen hätte lassen.
kann man also nichts sagen. Von daher würde ich sagen, wir machen weiter. Hier ist das Pull-Tab, was bei Samsung üblicherweise super funktioniert, ne? So, aber so. Und dann liften wir die Box mal. So, jetzt schon fast schief gegangen, habt ihr das gesehen? Ich habe gedacht, die wird so nach oben geklappt. Naja, gut. Dann so, nochmal geschmeidig. Und tada! Das Samsung Galaxy Z Trifold in diesem Carbon-Look, sage ich jetzt mal. Ja, sieht schon echt edel aus, muss man ehrlich sagen. Ja, es ist tatsächlich minimal kleiner als das Mate XT. Also da bin ich wirklich mal gespannt im Vergleich, wie sich die beiden schlagen. Und da haben wir das Gerät. Ich lege es mal ganz kurz auf die Seite. Ich schau mal, was hier noch drunter ist. Einmal ein Charger und sogar der EU-Plug. Sehr schön, sehr schön. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr drunter, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Gut, aber wir haben ja hier dann noch was. Sekunde. Bevor ich es vergesse. Zwar die Box hier, da ist ja auch ein Case dabei, wobei ein Case. Ja, wo habe ich es? Hier habe ich schon seit, ich glaube, Dezember hier rumliegen mit MagSafe dann. Das war mir in dem Fall wichtig. Von daher schauen wir uns einfach mal das hier an, was Samsung im Regelfall dabei hat. So, Accessories. Da ist wahrscheinlich das USB-Kabel und der Pogo-Pin wieder am Start. Ne. Mag nicht so in die Richtung. Okay, dann halt in die andere. Ja, genau, USB-Kabel und ein Pogo-Pin. Also nichts Besonderes, nichts Spannendes in dem Fall. Und hier ist dann das Case. Ja, und mit diesem Schutz hier für die Seite, da bin ich immer, muss ich dann mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich bin immer nicht ganz so der Fan davon, weil sich das manchmal dann so über dieses Frontdisplay schiebt. Und ich habe tatsächlich schon mal beim, ich glaube, es war mein Magic V3, da hatte ich tatsächlich das Phänomen, dass quasi an dieser Aufschiebekante Kratzer entstanden sind. Ich hatte zum Glück eine Folie vorne drauf, aber die war halt in diesem Bereich, wo sich das aufgeschoben hat, echt verkratzt. Ist ja eigentlich immer nicht ganz so mein Fall. Ich mag auch die Hülle vom Mate XT nicht ganz so, aber wir schauen jetzt einfach mal. So, dann tun wir das mal auf die Seite hier und schauen uns jetzt das eigentliche Gerät an. Und da ziehen wir jetzt erstmal hier die Schutzfolie ab. Und dann vom großen Screen. Jawohl. Schaut's euch an, Freunde. Also vor dem ersten Falten ja, hat man auch fast keinen Crease sichtbar. Ich halte es extra mal ein bisschen mehr in das Flutlicht. So schaut dann die Rückseite aus. Also, mir gefällt es ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das Design von diesem Carbon, aber es fühlt sich trotzdem anders an wie diese Aramidhüllen, muss man dazu sagen. Ja, also, ja, fast zu schade zum Knicken, oder? Wenn ihr so auf die Draufsicht mal drauf schaut, das ist ja, macht ja ohne das erste Falten dem Oppo Find N6 fast Konkurrenz. Aber ja, was mir jetzt aber auffällt hier, oder sehe ich das falsch, dass die Ränder deutlich dicker sind. Ja gut, das kann auch täuschen, ne? Ticken dicker würde ich sagen als beim Mate XT. Gut, wir räumen mal die Verpackung hier kurz weg. Und da sehen wir auch mal
Weiß nicht, ob man das so gut sehen kann von der Kamera her. Dünnerer Bereich, etwas dicker und nochmal dünnerer Bereich. Also da ist es ein bisschen anders aufgegliedert als jetzt beim Mate XT. Da haben wir hier dünn, dünn und hier wird's dicker. Und das ist auch hinten vom Design, dieses Kunstleder. Gefällt mir übrigens sehr gutes Kunstleder. Muss ich ehrlich sagen, da brauche ich auch gar keine Hülle, weil das einfach schön rutschfest ist. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dieses Z-Falten, ich finde es mittlerweile, glaube ich, fast besser als hier beim neuen C-Trifold, weil ich halt einfach die Option noch habe. Ne? Also normales Foldable im Endeffekt. Ich kann das so nutzen, ich kann so nutzen und ich kann so nutzen. Und ich muss sagen, gefühlt ist das Display hier so ein bisschen, wie soll ich das erklären? Es fühlt sich stabiler und wertiger an als bei den Galaxy Z Fold 7, was ich zuletzt hatte. Hier wird sich's mal noch zeigen vom Gefühl her. Aber das fühlt sich jetzt nicht so an wie, ja, jetzt ist hier diese weiche Oberfläche vorne quasi sichtlich und dadurch ist es anfällig. Nee, habe ich nicht so den Eindruck. Also bisher super, super zufrieden damit. Okay, genug Mate XT. Heute geht's um das Galaxy Z Trifold. Und ich würde sagen, wir schalten das Ding jetzt einfach mal an. Heute ist ja Unboxing-Tag. Da braucht man noch nicht auf jedes Detail hier so genau eingehen. Ah, jetzt. Hat lang gedauert. Und während es hochfährt, würde ich es zum ersten Mal falten. Von links nach rechts. Ja, das schnappt echt anders auf wie mein Mate XT. Einmal so. Ja, dann habe ich das schon mal im Internet auch gesehen, dass das so leicht unter Spannung bleibt quasi. Und dann so. Ah ja, okay. Cool. Ja, also ich muss echt zugeben, im ersten Eindruck, ich habe es jetzt ja wirklich nur auch so lang wie ihr jetzt zuschaut da in der Hand, fühlt sich das C-Trifold wertiger an als das Mate XT. Das ist wahrscheinlich auch, weil hier natürlich alles Alurahmen ist, hier Alurahmen und nicht hier Display quasi und da hinten noch ein bisschen, sondern es ist halt, ja, es fühlt sich irgendwie wertiger an. Man merkt auch, dass es ein Ticken schwerer ist. Das merkt man auch. Und jetzt würde ich gerne mal noch die Originalhülle probieren kurz. So schaut das Ganze aus dann. Und mit Hinge-Schutz in dem Fall. Jetzt klappe ich das Ganze mal auf. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Ne? Seht ihr das? Dieser Hinge-Schutz, der schiebt sich dann so über das Display vorne. Ja, ich mag das nicht. Das ist einfach nicht mein Fall. Ich meine, Hinge geschützt, schön und gut, finde ich auch in Ordnung. Aber irgendwie, ich mag das einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich hauptsächlich das Case hier nutzen werde. Ich kann jetzt auch mal noch ganz kurz, bevor wir da mal reingucken, drauf machen. Hier ist dann noch so ein Klebestreifen, den mache ich jetzt aber erstmal noch nicht auf, um das besser zu fixieren. Ja, aber das gefällt mir jetzt schon deutlich besser, muss ich ehrlich sagen. Hat auch einen cleanen Look und eben diese schöne rutschfeste Oberfläche. Hat einen Aluminiumschutz für die Kamera und nicht diesen Hinschutz. Das heißt, wenn ich es jetzt aufklappe, ja, fällt mir besser. Okay, gut. So sieht dann das Ganze aus, wenn wir hochgefahren sind, und so würde das im Endeffekt dann auf dem normalen Frontscreen ausschauen. Also der hat auf jeden Fall relativ dicke Rahmen, das sehe ich schon. Das ist hier deutlich besser. Ja. Also, ja, hat so ein bisschen Fold 1 Vibes, wobei das Unboxing für mich jetzt auch so ein bisschen Galaxy Fold 1 Vibes hatte. Finde ich richtig cool irgendwie. Aber ich denke, ich werde sowieso relativ viel auf dem großen Screen sein. Hey, und Leute, ganz ehrlich, sorry, dass ich es wieder ansprechen muss, aber wirklich diese Falten, ich meine, ich blende es jetzt nochmal richtig ein, da sieht man es natürlich schon, wenn ich es richtig ins Licht halte.
Aber ganz ehrlich, wenn ihr so viele Foldables schon mal in der Hand hattet, wie es ich hatte, ich meine, ich sehe das ja immer wieder, ja. Und so wenig hatte ich wirklich noch nie. Also ich habe keine Ahnung, ob die jetzt nochmal im Verarbeitungsprozess was geändert hatten mit den letzten Modellen. Keine Ahnung, aber das ist wirklich fast nicht vorhanden. Also krass, okay. Stellen wir das Ganze mal auf Deutsch um, würde ich sagen. Und dann starten wir mal kurz die Ersteinrichtung, was da alles so mit anfällt. Das werde ich manuell machen. Ich werde es auch nicht von meinem Mate XT da jetzt umziehen, habe ich mir vorgenommen, weil einfach die Apps, die er dann mit rüberziehen würde, ja, das ist halt einfach nicht aus dem Google Play Store, sondern Aurora Store und dann kommt so viel Zeug vielleicht noch mit. Ich lasse es einfach bleiben und würde es einfach komplett neu einrichten. So, WLAN ist verbunden. Eine SIM-Karte, das mache ich jetzt nicht, die ziehe ich dann um, später einrichten. Apps und Daten kopieren, das mache ich jetzt in dem Fall auch nicht. So, dann haben wir das Google-Konto hinzugefügt. Dann würde ich sagen, mache ich mal erst Fingerabdruck, einen PIN und Fingerabdruck. Okay, wir müssen dann so drüber wischen, dann registrieren wir den mal. Ja, haben wir gesehen. Kreisen und kreisen, vorne ein bisschen, seitlich. Jo. So, dann testen wir den mal. Okay, wurde erkannt, sehr gut. Fingerabdruck immer ein. Das wollen wir eigentlich schon haben, muss ich ehrlich sagen. Entsperren per Fingerabdruck, jawohl. Gesichtserkennung können wir auch gleich noch machen. Registrieren wir das Ganze mal. Okay, gar nicht so einfach mit Cap anscheinend und im Studio mit der Beleuchtung. Ja. Das können wir ausschalten, geöffnete Augen, Bildschirm aufhellen. Ist allerdings auch wieder nur ein 2D-Scan, also kein 3D-Scan vom Gesicht. Von daher muss man mal ein bisschen abwägen, ob man das wirklich will oder eben auch nicht. Sicherung können wir wieder aktivieren. Genau, KI-Assistent, jawohl, Google Gemini, das passt, aktivieren wir auch. Gut, Galaxy AI, das können wir nun wieder weiter bestätigen. Bixby brauchen wir nicht. Google Gemini. Aber gut, ist halt mit dabei. Samsung halt, ne? Personalisierter Dienst, den hatte ich glaube ich schon immer an. Das können wir dann immer noch. Und das auch. Dunkel ist wieder mein Part. Hell mögen ja auch viele. Ich lasse es bei dunkel. Wirklich der Wahnsinn. Ist ja schon fast wie auf so einem Xiaomi-Device. Wahnsinn. So, dann wieder die ganzen Warnhinweise, wie immer bei Folds. Und dass man erst hier falten soll und nicht hier. Und damit bin ich startklar. So. Ja, das war's vom Unboxing. Ich werde das Teil jetzt erstmal in Ruhe einrichten, die SIM-Karten rüber und halt alles neu installieren und entsprechend meine ganzen Apps, die ich brauche und so weiter und so fort einrichten und die ganzen Einstellungen durchklicken etc. etc. Was ihr wissen wollt zu dem Gerät oder vielleicht eben auch im Vergleich zum Trifold Mate XT, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wird mich auf jeden Fall auch interessieren, was ihr da sehen wollt von mir. Abo und Like nicht vergessen, damit ihr hier nichts mehr verpasst von der Trifold Front, was echt crazy ist, dass ich jetzt zwei da hab. Aber ja, geiles Teil für mich jetzt erstmal. Gucken wir mal, wie ich es denn dann in ein paar Wochen finde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.